In meinem letzten Projekt habe ich mich mit diesem schönen Dell XPS Notebook beschäftigt. Es gehört zur ersten Generation-Gruppe von solchen Notebooks und ist gut gealtert. Es sieht immer noch toll aus, ist schön leicht und hat auch noch genug Power für alltägliche Aufgaben. Bloß die leicht gebogenen Linien und die abgerundeten Ecken sind aus der Mode gekommen. Aber es ist ja auch von 2012, dem Jahr, an dem die Erde nicht unterging. Leider ist dieses Notebook, das ich für 50 € bei Kleinanzeigen als ungeprüft gekauft habe, erstmal unbrauchbar. Ein fehlendes Netzteil habe ich mir günstig nachgekauft, nur um festzustellen, dass das Notebook nicht startet. Wie ich es wieder lauffähig gemacht habe und was ich dabei Pikantes entdeckt habe, zeige ich in diesem Video. Weil das Gerät keinen Strom zu bekommen scheint, will ich mir das Innenleben genauer ansehen. Aber zuvor betrachte ich auch die Ladebuchse und da sieht man schon das Problem. Die Ladebuchse ist defekt. Hier scheint etwas abgebrochen zu sein, also bestelle ich eine Ersatzladebuchse für dieses Modell des XPS im Internet. Hier muss man aufpassen, dass das Ersatzkabel die richtige Länge hat, in meinem Fall 12 cm. Während bei Amazon oft falsche Angaben bei den Ersatzteilen gemacht werden, habe ich mit eBay bessere Erfahrungen gemacht. Dort finde ich häufiger die richtigen Teile und muss weniger oft Fehllieferungen zurückschicken. Um die neue Ladebuchse einzubauen, entferne ich mit meinem neuen Werkzeugset, das ein Torx T5-Bit hat, die Schrauben auf der Gehäuseunterseite. Super einfach mit dem richtigen Werkzeug. Man sollte dann als erstes die Stromverbindung zur Batterie unterbrechen, um sicherzugehen, dass der Stromkreislauf unterbrochen ist. Anschließend löse ich das Bandkabel auf der Platine beim Lüfter, damit ich die Batterie auch herausnehmen kann. Bei dieser muss man einige weitere Schrauben lösen und schon kann man sie austauschen, wenn es nötig ist. Die Batterie hier sieht aber noch gut aus. Sie ist an keiner Stelle aufgebläht und es gibt keine Risse oder Brüche. So kann ich neben der kaputten Ladebuchse auch noch weitere Probleme ausschließen. Der Austausch der Buchse selbst ist wirklich simpel. Man muss das Kabelband am Lüfter vorsichtig herausheben, danach die Befestigung des Kabels am Motherboard lösen und die Schraube an der Ladebuchse entfernen. Jetzt kann man das Kabel loslösen und herausmopsen, ohne andere Teile des Notebooks entfernen zu müssen. Passt aber auf die Kabel auf, die relativ eng über das Motherboard verlegt sind. Auf gleichem Wege baue ich die neue Ladebuchse wieder ein. Wenn ich schon mal hier bin, nehme ich mir auch noch Zeit, den Rest des Systems zu optimieren, indem ich prüfe, ob ich die Festplatte ersetzen will, alles mit Pinsel und Isopropanol reinige, insbesondere den völlig verdreckten Lüfter und neue Wärmeleitpaste auf den Prozessor auftrage, um die Kühlleistung zu verbessern.
Nachdem ich das Ersatzteil eingebaut habe und die Wartung durchgeführt ist, startet das Notebook trotzdem nicht. Ich lasse es deshalb eine Weile am Ladekabel hängen, um zu schauen, ob es vielleicht etwas mit der Batterie zu tun hat. Tatsächlich bekommt das Gerät nach einer gewissen Verzögerung Strom und startet. Im BIOS, das ich mit Drücken der F2-Taste beim Booten betrete, sehe ich nun, was im Notebook eingebaut ist. Ein i5-Prozessor der dritten Generation ist eingebaut. Es gibt 8 GB DDR3-RAM, die 250 GB SSD-Festplatte habe ich ja schon gesehen und ein Intel HD 4000 Grafikprozessor ist drin. Das ist die Ivy Bridge-Variante. Außerdem wird mir hier auch angezeigt, dass die Batterie noch gut ist. Schöne Nachricht, auch wenn ich weiterhin ein wenig daran zweifle. Und ich stelle auch jetzt schon fest, das System trotz der neuen Wärmeleitpaste immer noch sehr warm wird. Beim ersten echten Start wurde Windows 8 geladen und es erschien ein Anmeldebildschirm für mehrere Personen, die ihren vollen Namen hier benutzt haben. Weil mir die Passwörter fehlen, komme ich aber nicht in die Accounts rein. Es wundert mich aber, dass auf dem Notebook noch Daten sind. Um mir anzuschauen, was auf der Festplatte hinterlassen worden ist, starte ich über einen USB-Stick das Tool Ventoy, zu dem ich bald auch ein Video machen will, und boote Linux. Heute schaue ich mir Pure OS, Manjaro und Ubuntu Mate an. Um vom USB-Stick booten zu können, muss man entweder die Bootreihenfolge im BIOS verändern oder aber einmalig beim Booten als Bootlaufwerk USB auswählen, indem man auf Escape oder F12 drückt und dann den Stick auswählt. Alle 3 Linux-Betriebssysteme sehen gut aus und laufen schön schnell. Außerdem kann ich hier auch die Daten von der Festplatte auslesen. Sie ist nämlich nicht verschlüsselt. Die Vorbesitzerinnen haben alle ihre privaten Daten noch auf dem Notebook gelassen. Beim Überfliegen finde ich Bewerbungsschreiben, Textdokumente, Aufsätze von der Uni sowie zahlreiche Fotos. Schon beim ersten Einblick finde ich Urlaubsfotos vom Strand. Das sollte eigentlich jedem eine Lehre sein. Wenn man seine Daten nicht sicher löschen kann, dann sollte man wohl die Festplatte ausbauen und entsorgen. Ich bin eigentlich kein Freund davon, dass alle immer ihre Festplatten und SSDs ausbauen, wenn sie Computer verkaufen, weil es oft unnötig ist. Schließlich gibt es doch viele Secure Erase-Verfahren. Aber in diesem Fall denke ich, dass es besser gewesen wäre, um wirklich sicher zu sein, dass die Daten nicht missbraucht werden. Die Vorbesitzerinnen haben aber Glück. Ich formatiere die Festplatte und installiere Windows 10 und Ubuntu Mate im Dual Boot. So sind zwar alle Erinnerungen fort, aber es kommt auch nichts in falsche Hände. Das Notebook läuft, ist schön leise, macht ordentlich Spaß und ist arbeitsbereit. Es wird für meinen Geschmack nur etwas zu heiß, aber das ist wohl ein Grundproblem dieses Modells, mit dem man leben muss. Ein kühler Untersatz könnte bei stationärem Arbeiten hier vielleicht etwas bewirken, aber für mich geht es auch so. Ich wollte einfach ein Notebook haben, um Linux mehr in meinen mobilen Arbeitsalltag zu integrieren, und das habe ich damit geschafft. Was denkst du über diese Reparatur? Lohnt es sich, solche Notebooks zu retten? Wie stehst du zu dem Thema Festplatten zerstören, um Daten zu schützen? Und welches Linux hättest du gewählt? Wärst du bei Pure OS oder Manjaro geblieben? Oder hättest du dich auch für Ubuntu Mate entschieden? Falls du solche Videos gerne siehst, lass doch einen Kommentar hier oder ein Like oder gerne auch ein Abo. Danke fürs Reinschauen, ciao und bis zum nächsten Mal.